Hallo und herzlich willkommen zur IFA 2025 am Stand von TCL. Ihr seht, hier ist eine ganze Menge los, aber ich möchte euch dennoch nochmal das aktuelle Line-Up einmal kurz im Abriss zeigen. Vor allem sind hier einfach alle Modellreihen in maximaler Ausbaustufe zu sehen. Und zum C8K kommen wir gleich. Wir gehen einfach mal rum und fangen mal bei dem kleinsten ausgestellten Modell, also numerisch gesehen, an. Das ist der C6K. Wie wir ja schon in einem ausführlichen Video vor einigen Wochen thematisiert haben, staffelt sich das von der Namensgebung C6, C7, C8, C9K bzw. zum X11K, das ist ja dann ein Vorjahresmodell und unterscheidet sich leistungsmäßig, optisch ein bisschen und natürlich auch in der Anzahl der Dimming-Zonen. Und der C6K ist maximal in 98 Zoll, wie hier zu sehen ist, ausgestellt, hat maximal 512 Dimming-Zonen, hat im Gegenzug aber ein extrem gutes Preis-Leistungsniveau. Also Straßenpreis jetzt Anfang September für dieses Gerät hier rund 1500 €. Und stell mich mal ein bisschen vor, lass das mal ein kleines bisschen wirken. Ein immens großes Panel, wie man sich denken kann. Auch von der Tiefe geht das sogar noch, auch wenn er ordentlich schwer ist, der Kollege. Und ich hoffe, man hat es hier an den Überblendungen gesehen. Hier sieht man das ganz schön bei dem Lichteinfall. Ein sehr schön entspiegeltes, mattes Display, was dann halt eben auch gerade für diese Größe zuträglich ist, wenn man das halt bei Tageslicht oder bei viel Lichteinfall schauen oder konsumieren möchte. Gehen wir mal hier rum, da steht das nächste Gerät. Gewährt uns auch gleich einen kleinen Blick auf die Rückseite. Seitlich hier das Anschlusspanel auf diese Art und Weise ausgeführt. Massive Standfüße, damit das ganze Konstrukt noch stehen kann. Das ist nämlich der C7K, also die nächste Ausbaustufe. Den gibt es nicht nur in 98 Zoll, sondern auch bis zu 115 Zoll. Preis-leistungsmäßig wahrscheinlich mit einer der besten Modelle 2025. Wir haben eine Peak Brightness bis zu 3000 Nits. Und ich denke, das ist schon sehr, sehr immens. Die grundlegenden Features, wenn du das in der Tiefe nochmal dir durchlesen und anhören möchtest, habe ich, wie gesagt, in einem externen oder separaten Video, findest du ja nochmal verlinkt, den Artikel auch. Denn, weil das jetzt hier gerade so schön passt, das ist der X11K, das ist ein Modell aus 2024, wird jetzt erst einmal nahtlos weitergeführt und gibt es quasi noch in einer 115 Zoll Version, hat aber noch einen anderen Namen, zeige ich dir gleich. Dann kommen wir nochmal zu dem C8K, vermutlich für die meisten das interessanteste Modell, leistungs- und vor allem preistechnisch mäßig. Ich bin extra mal hier so von hinten rangegangen, dass du das sehen kannst. Kommen wir mal kurz zum Thema Audio. Große Kooperation. Bang & Olufsen hat quasi Onkyo beerbt. Und das, was ich gesehen und gehört habe, ist halt definitiv auch wirklich nicht nur ein Namensbadge, sondern da kann man wirklich eine sehr, sehr solide Klangleistung mit erwarten. Menütechnisch auch eine ganze Menge Möglichkeiten mit vorhanden, sodass du das dann halt auch ein bisschen anpassen kannst. Sehr, sehr schönes Gerät. Hohe Blickwinkelstabilität. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist bei den Modellen, der C8K hat das bessere White HVA-Panel. Der C6K und C7K haben nur in Anführungszeichen das HVA-Panel, so dass quasi eben die Lichtintensität, hier sieht man das, denke ich, ganz gut, noch ausgeprägter ist und das Ganze kommt auch der Blickwinkelstabilität zugute. Wie gesagt, schau dir hier gerne das Tech-Video zu dieser ganzen Serie an, findest du hier bei mir in der Beschreibung und rechts oben in der Ecke. Das Thema Marketing-Buzzword ist Zero Border Design. Ich zeige es einfach mal, also wirklich sehr schön eingefasst, obwohl das jetzt hier messetechnisch natürlich nicht optisch so perfekt ist, aber wir haben einen sehr, sehr schönen schmalen Rahmen, Silberapplikation, so dass man halt das ganze Gerät dann halt für sich sehr angenehm einbauen kann. Das sind hier übrigens verschiedene Modelle, ich kann hier jetzt nicht genau sagen, welche, aber hier sieht man wunderbar bei dem seitlichen Blick drauf die unterschiedlichen verbauten Panel. Gegebenenfalls, würde ich jetzt nicht ausschließen, sind hier auch andere Farbprofile hinterlegt. Aber das ist ganz gut zu sehen, wie sich das dann halt gibt. Auch wenn ich jetzt hier seitlich mich ein bisschen bewege, achtet mal auf den ganz großen Fernseher, sieht man schon, dass man halt gerade davor sitzen müsste. Ist halt auch natürlich sehr hell hier in der Halle, um das perfekte Farbergebnis zu erhalten. Wenn ich jetzt hier seitlich ein bisschen rüber gehe, dann gibt sich das ähnlich. Ja, gehen wir noch mal zu einem etwas technischen Part.
Ja, wer sich die Zeit hier am Messestand genommen hat, der wird hier jetzt auch eine kleine historische Erklärung bekommen, was so in den letzten 10 Jahren bei TCL bzw. in der Quantum Dot Entwicklung vollzogen wurde, wo wir inzwischen schon angelangt sind. Ich kann hier nur noch mal die Referenz zu meinem vorherigen Video schon mal bringen. Ich habe auch noch ein paar Überblendungen eingepackt, wie die Modelle aus den letzten Jahren im Vergleich zu dem heutigen dastehen. Und gehen wir mal weiter. Wir haben ja auch ein bisschen kleines Marketing ABC, sodass hier auch die ganzen Features ein bisschen erklärt werden, was man hier so in die Geräte eingebaut hat. Prozessor, dann, naja, maximale Bildqualität, denke ich mal. Ein kleines bisschen auch die Thematik der Mini-LED erklärt. Das ist ganz nett. Hier kann man quasi mit einem Mikroskop, kann man sich das hier mal anschauen. Wurde es auch ein bisschen dem Besucher hier erklärt. Also ich sage es immer wieder, sehr, sehr transparente Darstellung der eigenen Produkte. Und das, glaube ich, macht aktuell am Markt niemand. Kleiner Seitenhieb in Richtung Sony. Wir durften das im Rahmen der IFA uns schon angucken. RGB Mini-LED, aber nichts filmen, nichts schreiben. Jedenfalls über das neue Produkt. Und ja, da dürfte das erst nächstes Jahr weiter spannend werden. Was haben wir hier? Nochmal den direkten Vergleich mit der Intensität oder der Anzahl der Dimming-Zonen. Links haben wir ein TCL-Gerät, beziehungsweise ein aktuelles TCL-Gerät mit einer ausgeprägteren Dimming-Zonen-Darstellung. Also wenn man mal auf die Farbintensität oder auf die Leuchtkraft punktuell jetzt hier auch bei der weißen Schwertkämpferin drauf achtet, dann wird es, glaube ich, ganz gut deutlich, trotz der sehr hellen Hallenumgebung. Dann haben wir hier nochmal eine schicke Demonstration, die wirklich auf das White HVA-Panel geht. Sehr technisch. Letzten Endes ist es hier, glaube ich, ganz gut auch nochmal zu sehen, wie sich das gibt. Und ist halt sehr, sehr stark auch auf die Blickwinkelstabilität ausgelegt. Das nochmal als ganz kleiner kurzer Abriss hier. Last but not least natürlich auch noch das Thema Sound. Wir haben ja mit Flex Connect hier eine neue Plattform mehr oder weniger etabliert. Im Grunde genommen agieren diese Lautsprecher, die du hier siehst, das ist die Z100-Plattform von TCL per Funk, also ein Pendant zu DTS Playfi, kann man ganz gut sagen, so wie auch zu anderen Konstrukten. Und das ist dann halt hier eine kleine Demo. Ja, hier habe ich ja noch was ganz Spannendes gefunden. Ich denke mal, das Konzept haben wir schon bei vielen Herstellern in den letzten Jahren gesehen, ob nun OLED, LCD, whatever. Art Sonic TV nennt sich das Ganze. Und wie wir gleich sehen werden, kann das Display dann in dem Schrank verschwinden. Glas, man kann durchsehen. Wenn man hier rauf guckt, ist es halt nicht so durchsichtig wie bei einem OLED, was ja mit der entsprechenden Folie beschichtet wurde, ein Glas besser gesagt. Aber ziemlich cooles Design, denke ich mal. Und gibt es keine Informationen großartig zu Mockup-Status, Prototyp-Status. Aber ich bin mir fast sicher, dass das kommen wird. Und jetzt warten wir mal noch hier die kleine Rotation. Aber ich habe ihn jedenfalls schon einfahren sehen. Und auf jeden Fall sehr, sehr spannend, in welche Richtung sich das Ganze hier im TV-Segment entwickelt. Das geht man hier noch ein bisschen ran. Dann sieht man hier halt auch die Segmente, die hier eingeklebt sind im Glas. Jetzt hoffe ich, dass der Fokus kommt. Jetzt haben wir es. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Spannende Idee. Ja, die Artgeräte selbst haben wir ja alles schon einmal gezeigt. Vor exakt einem Jahr kamen die denn hier auch final auf den Markt, beziehungsweise wurden dann angekündigt. Sehr, sehr spannendes Konzept. Weiterhin wird auch weiterlaufen. Ich habe extra nachgefragt, wird weiterverkauft. Und ich gehe davon aus, dass man dieses Segment auch weiter ausbauen wird. Das ist hier quasi die Option mit dem Standfuß. Dann haben wir ja halt die Versionen in 55 und 75 Zoll, wenn ich das richtig deuten kann. Und wie bekannt kann man dann halt hier diese Rahmenapplikation, die kann man hier abnehmen, kann man verschiedene Farben kaufen. Und ja, dementsprechend sich an seinen Wohnraum anpassen, auch als Galerie, als Bildapplikation. Hier findest du nochmal einen Artikel vom letzten Jahr, da habe ich das Thema nochmal sehr, sehr umfangreich aufgegriffen, auch was jetzt hier mit den passenden Soundlösungen angeht. Da hatte dann TCL quasi die Koop mit Bang & Olufsen angekündigt, hier gibt es auch den passenden Subwoofer dazu. Und ja, ich denke, hier ist das ganz nett demonstriert mit dem Wohnraum.
Ich hoffe, du hast ein paar Informationen bekommen rund um die TV-Geräte. Hier findest du jetzt noch einen spannenden Verweis zu etwas, was jetzt demnächst noch kommen wird. Das ist nämlich das Projektorsegment. Da gibt es ein konkretes Modell und gegebenenfalls gebe ich dir noch einen Ausblick zu dem, was noch uns Ende des Jahres erwarten wird, was brandheiß ist. In diesem Sinne, Worldwide Olympic Partner PCL für die nächsten 8 Jahre, denke ich mal. Hier ganz nett gemacht, auch mit der Laufbahn als kleine Anekdote. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören oder sehen uns im nächsten Clip. Bis dahin.